Sonnenaufgang über der Dorfkirche. Kein Ausstellungsfoto, sondern Erlebnis der Photokina-Reisenden. Das Personal von 600 Ausstellern und eine noch geheim gehaltene Besucherzahl suchen Zuflucht auf dem Lande. Die Kühe auf der Weide sind ein Symbol, wie weit die Kölner ihre Gastfreundschaft treiben. In 80 Kilometer Umkreis kein Zimmer, rund um die Hallen im Morgengrauen schon Parkplatznotstand und grantige Polizisten. Entweder sollte sich die Gastronomie auf die neuen Größenordnungen dieser Weltmessen einstellen, oder man müsste die überforderte Messestadt um eine Messe entlasten. Hier trifft man sich dann und hofft, dass die schönen Träume preiswerte Wirklichkeit werden. Nur die Taschendiebe modernisieren ihre Ausrüstung gleich an Ort und Stelle. Für Filmamateure kommt aus Japan ein unterdessen ausgereiftes Single-8-System. Farb- und Schwarz-Weiß-Filme bis zu 24 DIN Empfindlichkeit und auf Polyester. Dazu eine funktionsfähige Klebetechnik. Rückwärtsspulung für Überblendungen und Freizügigkeit der Frequenzen werden die Konkurrenz der Super 8-Kassette zu hartem Leistungswettbewerb zwingen. Die Kameraauswahl ist groß. Vorgestellt wurde auch ein Projektor, der ohne Unterbrechung alte und neue Normen projiziert. Europa liefert für den herkömmlichen Acetatfilm eine neue Klebetechnik, die sicher nicht nur für das Super 8-Format Interessenten finden wird, sofern Pressen für andere Formate angeboten werden. Preis und Arbeitsmethode entsprechen dem gewohnten Rahmen. Agfa-Gevaert offeriert seinen Freunden eine neue Super 8-Kamera vom Typ unbeschwerte Touristik. Modisch verkleidet und bestaunt die neue Bolex-Linie aus der Schweiz. Einig waren sich die Avantgardisten, dass die Krönung von Super 8 immer noch aus Frankreich kommt. Beaulieu für Magazin, Pathé für Spule. Abwarten, ob die Single-8-Konkurrenz die Super 8-Gehirne anspornt und ob nicht auf der Photokina 68 die Synthese der drei Normen gezeigt wird. Als Schwanengesang für das Standard-8-Format präsentiert Fairchild USA eine perfekte Tonfilmkamera. Großartig, aber jetzt bitte für das neue Format. Die moderne Fotografie wird zurzeit inspiriert von den Ideen der Japaner. Das Zauberzeichen TTL heißt Lichtmessung durch das Objektiv. Daher besonders lichtstarke Objektive und vielseitigere Wechsel- und Varioobjektive als je zuvor. Scheinbar die gleichen Messebesucher, die bei den Europäern und Amerikanern in erster Linie mit Primitivknipskästen konfrontiert werden, zeigen sich an den fernöstlichen Systemkameraständen höchst sachverständig. Gibt es nun zwei so gegensätzliche Verbraucherkreise oder stimmt die Massenmarktkonzeption nicht? Das wird auch hinter verschlossenen Türen manches Mal gefragt. Zu den Fachkameras zählt diese neue Infrarotkamera. Die einäugige Bronica 6x6 wurde verbessert. In einem Jahr soll sie eine japanische Konkurrenz bekommen. Nach Schweden, Mitteldeutschland und Japan ist endlich auch die westdeutsche Fotografie auf diesem repräsentativen Sektor vertreten. Rollei vergaß alte Werbebehauptungen und zeigte selbst eine einäugige mit Balken- und Wechseloptik. Preis? Unbekannt. Im Schutze der Preisbindung und des guten Einvernehmens zwischen Industrie und Handel blieb der Preis der neuen Reflex von Zeiss Ikon ebenfalls noch unbekannt. Sie legte sich jetzt auch Elektronik und Lichtmessung zu und kann mit den Japanern konkurrieren. Ihre Optik ist vielseitig. Aber was wird sie kosten? Zwei Firmen mit Weltruf steuert Rheinland-Pfalz zum Hexenkessel internationaler Konkurrenz bei. Schott Mainz zeigt Faseroptik und Spezialgläser. Schneider Optik Kreuznach wirbt mit Luftfahrt- und Weltraumerfolgen, stellt aber einstweilen immer noch die bewährten Objektivtypen vor. Vorläufig spürt man im Verkauf noch keine Auswirkungen der TTL-Tendenz, aber man weiß in Kreuznach, dass man sich in den kommenden Jahren mit neuen Typen der neuen Tendenz wird anpassen müssen. Unübersehbar das Angebot der bedienungseinfachen Familienkameras und trotz der stärkeren amerikanischen Konkurrenz eine bemerkenswert treue Besucherschar an den deutschen Ständen.
US Kodak wirbt mit Weltraumruhm und zeigt einen Printer für 2000 Farbbilder pro Minute und ein Gerät für Sofortvergrößerungen in der Dunkelkammer. Leichtes Filmeinlegen in Amateurkameras nun endlich auch nach einem japanischen Vorgalopp bei europäischen Kameras mit herkömmlicher Patrone. Außerdem die Original-Instamatic mit Federaufzug und Blitzwürfel. Hecht im Karpfenteich ist Polaroid. Neu für Industrie und Anspruchsvolle ist eine Nahaufnahmekamera. Schaltungen, Dokumente und Details in 10 Sekunden. Diese Ausweiskamera liefert in einer Minute ein farbiges Doppelbild auf Identitätskarten für Behörden und Firmen. Volkstümlicher Schlager und Höhepunkt der Photokina 66, der Heuler der Branche, wurde auch in Deutschland die Sofortbildkamera für jedermann. Die Box von heute liefert in 15 Sekunden ein fertiges Bild.